Moin, hier ist Dolle. Herzlich willkommen. Ihr glaubt nicht, wo ich hier gerade bin. Es geht 50 Kilometer in 2 Tagen um den See. Wie ihr hier an meinem Marschgepäck erkennt, werde ich unterwegs auch ein bisschen zelten. Natürlich nur da, wo es erlaubt ist, auf einem Campingplatz. So, erstmal eine kleine Anekdote vorweg. Ich bin hier vor einigen Jahren schon mal um den See rumgelaufen. Das allerdings an einem Tag im Februar. Und ich habe genau hier an dieser Stelle mein heftigstes Wanderabenteuer erlebt. Und zwar ist nämlich hier ein Weg durch dieses Gestrüpp hier unten am See eingezeichnet gewesen. Und dem Weg bin ich dann natürlich auch gefolgt. Und der Weg wurde immer schmaler, immer enger. Und am Ende musste ich mich bücken, musste Äste beiseite drücken. Ich fand mich dann irgendwo im Dickicht wieder. Es ging nicht vor und nicht zurück. Ich habe immer wieder versucht, diesen Weg zu folgen, aber da war kein Weg. Das war komplett dicht und zugewachsen. Ich bin dann auf allen Vieren durch den Schlamm gekrochen und habe dann versucht, hier oben diesen Bereich wieder zu erreichen. Ja, zwischendurch knackte es so rechts und links. Und diese Wege, wo ich auf allen Vieren gekrochen bin, das waren wahrscheinlich so Wildschweinpfade. Diese Tour ist ein Übungslauf für mich, weil ich in einigen Wochen eine längere Tour durch Schottland geplant habe und hier erstmal testen will, ob mein Equipment soweit schottlandtauglich ist. Allerdings haben wir heute Temperaturen von 20 bis 25 Grad und irgendwie keine Wolke am Himmel. Rund um den Schalsee liegt das Biosphärenreservat Schalsee. Ja, historisch ist das hier so ein ganz besonderer See, weil die innerdeutsche Grenze bis 1990 hier durch den See verlief und Ost und West getrennt hat. Ja, deswegen konnte sich hier auch so gut die Natur entwickeln, weil das hier auf der Ostseite natürlich alles Sperrgebiet war. Hier an dieser Stelle ein Mahnmal oder eine Gedenkstätte für den hier erschossenen Harry Welzin, der 1983 durch eine Selbstschussanlage getötet wurde, als er versucht hat, sich einen Tunnel unter dem Schutzzaun hindurch zu graben. Hier eine wunderbare Rastmöglichkeit. Da ich hier am See bin, gibt es heute auch Fisch. Thunfisch, lecker, mexikanische Art. Mit lecker Bohnen und Mais. Und drum ein kleines Päuschen. Ein bisschen runterkommen. Genauso wird das dann sicherlich auch in Schottland sein, weil ich da auch über einige Wiesen rüber muss mit diesen Urviechern. Ich habe ein bisschen Angst, wenn die alle auf einmal kommen. Hier in diesem kleinen Flüsschen verlief die Grenze zwischen Ost und West. Das Kuriose ist ja eigentlich, dass ich diesen Weg ja vor ungefähr 5 Jahren schon mal gegangen bin. Damals bin ich in Zarrentin gestartet und mit dem Uhrzeigersinn und es war Februar und ich erkenne nichts wieder bislang. Das lohnt sich wirklich, einen Weg ein zweites Mal zu gehen. Andersrum, das ist das Maingrün. Da habe ich 11 Monate drauf gewartet. Kann man sich das vorstellen, dass es
hier vor 15.000 Jahren alles vereist gewesen ist. Ich unternehme dieses kleine Mikroabenteuer ja, weil ich in einigen Wochen in den schottischen Highlands den sogenannten John O'Groats Trail wandern werde. Das sind 250 Kilometer von Inverness bis nach eben John O'Groats. Das ist ein Dorf im nordöstlichen Teil von Schottland. Ein Schatten. Viele Radfahrer waren unterwegs, haben mich freundlich gegrüßt. Hier jetzt am Schalseehof gibt es einen kleinen Aussichtsturm auf den Schalsee, den ich natürlich besteigen werde. Der Schalsee ist übrigens bis zu 75 Meter tief. Das heißt, wenn man hier in dieser Gegend überhaupt Höhenmeter machen will, dann muss man gut tauchen können. Das ist ja schon so ein bisschen wie die Highlands. Schau mal, da hinten ist ein Loch. Hier die Schafe, dann hier diese Anhöhe ohne Bäume. Das lief heute super, würde ich sagen. Ich bin kurz vorm Campingplatz, knapp 24 Kilometer und ungefähr 16:30 Uhr, also 6 Stunden unterwegs. Auf jeden Fall super erster Tag. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Kondition und der Tatsache, dass ich hier hinten doch deutlich mehr Gepäck habe, als ich brauche. Aber das gehört zu so einem Test nur auch dazu. Gucken wir, was der zweite Tag sagt. Da tun den meistens auch die Muskeln ja ein bisschen mehr wie als am ersten Tag. Diese Tasche nehme ich so in dieser Form nie wieder mit. Dieser Kanal hier verbindet den Schalsee mit dem Ratzeburger See oder beziehungsweise Küchensee. Ah ja, hier ist die Campingstation, Glamping vom Feinsten. Das ist Hühnerfrikassee ohne Curry, Füllung und es sollte vorher natürlich aufgetaut sein. Habe ich gesagt, ich bin autark unterwegs hier heute. Ich pack mal das gekaufte Bier hier ein bisschen beiseite, dass das keiner sieht. Das blubbert schon gut. Guck mal, das sieht doch auch viel lecker, viel leckerer aus als Curryhuhn. Selbst gekocht. Lecker. Moin, Tag 2 hier um den Schalsee. Die Schlafszene von 12 Stunden erspare ich euch, da war nicht mehr viel los gestern Abend mit mir. Und um 7:30 bin ich dann aufgestanden. 8:30 bin ich dann endlich losgekommen nach einem schönen Frühstück und einem starken Kaffee. Und jetzt laufe ich hier weiter. Heute sollen 26 Grad werden. Das wird ein schöner Tag. Soll noch 27 Kilometer sein bis auf die andere Seite nach Lassan. Beginnt hier schon traumhaft durch diesen wunderbaren Laubwald. Rechts und links hat man immer mal wieder ein bisschen See und Wasser. Ich wollte noch ein paar nicht auf Strecke. Ich habe mich gerade verlaufen. Oh je, sowas kann auch vorkommen. Ich gehe wieder zurück. Während ich jetzt hier zurücklaufe, erzähle ich noch kurz was zu dem schönen Campingplatz. Der war nämlich echt super. Er liegt am Nordwestufer vom Schalsee. Irgendwie Kanu-Camping, aber nicht nur für Kanuten, sondern es waren noch viele mit Wohnwagen und Campingmobil da. Ein paar Bikepacker. Super schöne Atmosphäre, viel Platz.
Das Einzige, was hier heute wirklich schottisch sind die Mücken, die noch nicht gefrühstückt haben und hier über mich herfallen, sobald ich stehen bleibe. Wenn ich nicht gerade losgegangen wäre, würde ich mich da gleich wieder hinsetzen und verweilen. Ach, schau mal, hier habe ich einen Verlobungsweg entdeckt. Nicht, dass mich das interessieren würde, aber ich gehe da trotzdem mal lang. Ich glaube, das führt uns nichts hier. Ich komme von der Seite weg. Also das lernen wir daraus. Verloben führt ins Nichts. Übrigens darf man hier nicht einfach sein Boot reinschmeißen in den Schalensee. Man braucht eine Genehmigung und die kriegt man, glaube ich, gar nicht mehr, wenn man nicht schon seit Generationen eine Genehmigung dafür hatte, hier sein Boot reinwerfen zu dürfen. Jetzt kommt die Straße hier. Wunderbar. Wie erinnert euch noch? Das ist ein Spaß hier. Von beiden Seiten kommen sie. Ja, hier komme ich zurück nach Mecklenburg-Vorpommern. Hier verlief einst eine Grenze bis zum 9. November 16 Uhr im Jahre 1989. Ich bin hier immer noch mit meiner Tasche zugange. Wisst ihr, an was mich das erinnert? An so eine Brotdose, die man als Kind umgehängt bekommen hat. So in hellblau mit lecker Pausenbrot. Ich bin seit 2 Tagen unterwegs, habe das Gefühl, es wird jede Stunde grüner hier. Es wird aber auch jede Stunde heißer. Ich habe diesen Fotobeutel hier an den Gürtel gehängt. Ja, das schlackert dann oben nicht mehr so, aber dafür schlackert es unten irgendwie anders und das gefiel jemandem nicht so gut. Ich kann hier nicht stehen bleiben wegen der Mücken. Aber die fühlen sich hier ganz wohl, wenn Menschen vorbeikommen, die sie aussaugen können. Das ist hier die letzte Bank vor Lassan. Hier von der Klopstock-Eiche verabschiede ich mich von euch, von diesem kleinen zweitägigen Mikroabenteuer. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn es euch gefallen hat, wie immer Daumen hoch, kommentieren, abonnieren und wenn nicht, einfach mal in die Kommentare schreiben, was ich mal besser machen sollte. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Dolle. Alles, was am Ende wichtig ist, sind Fisch und Chips. Deswegen macht man das Ganze eigentlich auch.